sexy. Never second back in time. Hello Metal Freaks und willkommen zu 30 Jahre Emerald. Hallo zusammen, JJ hier. 30 Jahre. Geile Sache. Botzhühner. A handful von Freaks. Schweizer Depp. 30 years of steel. Ich bin speziell. Slayer. Hey, I'm George Cole, singer of Aska, former singer of Omen, Club and Oath, singer of Banshee, and believe it or not, I used to sing for Emerald. Hey, hallo zusammen! Ich bin Veronique und ich durfte doch bei der Emerald ganz am Anfang bei der Gründung der Band als Sängerin dabei sein und habe meine erste Gesangserfahrung bei der Emerald machen. Eine riesige Sache und auf jeden Fall hat es mich mega gefällt. In der Mitte der 90er Jahre wird die Rockmusikwelt stark vom Grunge dominiert. Zig klassische Rock- und Metal-Bands sind bereits verhudelt oder haben sich dem neuen Trend angebiedert. Ausgerechnet in dieser Zeit haben sich ein paar Seisler Bajassen dazu entschlossen, eine traditionelle Heavy-Metal-Band zu gründen. Was haben sie sich echt da dabei gedacht? Wir haben uns gedacht, gerade extra. Weil wir sind mit dieser Musik aufgewachsen, seit Mitte 80er Jahren eigentlich Bands wie Iron Maiden, Judas Priest und so geliebt. Und wir dachten, wir machen die Musik, die wir lieben und nicht die, die in ist. Hätte am Anfang nie gedacht, dass die Band so lange durchhalten. Kommt mit oder auch nicht mehr. Ich war sicher, dass wir wieder Musik machen nach 30 Jahren, aber ob die Band so lange übersteht, das kann man nur hoffen und daran arbeiten. Ja. Hey, 30 Jahre Emerald, hey, wer hätte das gedacht? Wisst ihr noch, 2 Bands an 2 Fest. Beide Bands haben den Weg gesucht, einen neuen Weg, wie uns gefunden. In 30 Jahren Bandgeschichte hat sich natürlich auch bei Emerald der ein oder andere Spinal Tap-Moment angesammelt. So ist es zum Beispiel am 10-jährigen Bandjubiläum in Bad Bonn vorgekommen, dass ein paar extra aus Deutschland angereiste Fans vor der Bühne an ein bisschen festem Alkohol gefrönt haben und die Band schlussendlich die Konsequenzen hat müssen tragen. Als Schwein am Boden, alles verkotzt. Bravo! Nach dem Gig ist der damalige Pub-Besitzer, der George, zu mir. In der einen Hand ein Kessel Wasser, in der anderen Hand eine Fegbürste. Jetzt geht es so, das sind eure Fans, eure Kollegen, das putzen ihr. Ja, dann hast du nach einem Emerald-Konzert einfach die halbe Band gesehen, putzen da zusammen Feg am Boden. Ist für die Betroffenen nicht lustig gewesen, aber im Nachhinein, mal, er geht. Spinal Tap-Moment. Ja, ich bin ein wandelnder Spinal Tap-Moment. Also, wo ich bin, ist Chaos und es wird lustig. Ich bin jetzt 11 Jahre in dieser Band. Und noch heute kommt es vor, dass ein Veranstalter mich fragt, auf welche Freundin bist du? Als Anekdoten gibt es sehr viele lustige Hammer-Anekdoten. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Allgemein hat die Band am Anfang hier unter der Tür müssen, aber der Humor ist zum Glück nie verloren gegangen. Birsfelden, unser grosses erstes Konzert außerhalb vom Kanton Fribourg. Und natürlich sind wir dort rein in den Club, Spelunken. Wenn ich rein wo ist da die Bühne? Dann heisst es, ja, der Billardtisch da vornehmen und dann könnt ihr dort spielen. Und ich habe gegen mitgemacht und dachte, jetzt haben wir Anfang gewonnen, dabei war ich völlig besoffen. Wir haben einen Dörftreff gespielt im Zürcher Raum. Und, das war ziemlich am Anfang.
Dann sind wir auf die Bühne, ich anfange zu spielen und irgendwie nach 3/4 Stunde kommt der Veranstalter hinter die Bühne und ruft uns an, mit im Gig hin. Wir müssen den Gig unterbrechen, hinter die Bühne gehen und dann sagt er uns: «Was macht ihr da? Was spielt ihr da? Ich habe eine Partyband bestellt, keine Trashband. Jetzt geht ihr rüber spielen Coversongs.» Ja, dann haben wir unser Setup weggekürzt und nur noch Covers gespielt, wie etwa 2 oder so. Ich weiss noch, ein Konzert, da haben wir wirklich die Proben vorher überlegt, was machen wir, um nach dem Opener das Konzert wirklich zu starten. Wir sind alle mit dem Rücken zu den Leuten gestanden, haben das Playback laufen und auf den ersten Schlag vom Bächlerrandi haben wir uns alle umgedreht und haben voll losgelegt. Naja, wir haben so gut losgelegt, dass mindestens 2 Mikrofonständer ins Publikum geflogen sind. Wir waren im Studio, dann zumal für Forces of Doom, das war in Bochum, in den Monwan Studios. Und die ganze Woche dort gewohnt. Und ich dachte, wir machen diesen Deutschen eine Freude. Und wir nehmen ein Schweizer Fondue mit. Und dann haben wir dort eigentlich den Plattenfirmenboss von unserer Plattenfirma, der auch in Bochum war, ist auch noch gekommen. Und wir haben die alle eingeladen zu einem just feinen Fondue. Und wie das halt so ist, der Plattenfirmenboss ging im Stress. Wir wollten gemütlich von Fondue essen und dann ist es schon nach 2-3 Bissen. Hat es ihn mega gestresst, dass man da nur so ein Brotstückchen auf das Mal drin dunkel essen und dann hat er einfach eine Handvoll an Brot reingekippt, ein bisschen rausgefischt und ist davon. Anekdoten in der Zeit, als ich in der Band war, zählen sicher die Auslandgigs, vor allem in Deutschland, wo wir spielen durften. Der Weg her war schon ein Abenteuer, wo ich mit dem vollen Büstchen, wo wir im Stau auf der Autobahn auf einmal eine Panne gegeben haben und von der Polizei müssen abgeschleppt kommen. Und dann kommt man an, dort im Backstage, also nach 6-7 Stunden Fahrt. Und alles, was auf uns wartet, ist irgendwie eine Pfanne mit einem kalten Spaghetti-Haufen drin. Und sonst nichts, so geiler Empfang. Lustig war unser Trip nach Athen, wo wir an das legendäre Up the Hammers Festival eingeladen wurden. Natürlich eine riesige Ehre für uns. Und ein paar Monate vorher ist dann gerade unser Album Reforged rausgekommen. Das war für uns so ein bisschen wie ein Neubeginn. Das erste mit dem Tomba am Gesang, Menno an der Gitarre und meiner Wenigkeit am Schlagzeug. Und darum haben wir auch bei der Setlist den Fokus hauptsächlich auf die neuen Songs gelegt, weil ja, willst ja den neuen Scheiß promoten, oder? Ja, und dann sind wir dort zu diesem Festival Backstage rumgelümmelt. Auf einmal kommt uns so ein kleines Programmheftchen vom Up the Hammers in die Finger. Und wir so, oh cool, sind wir echt da auch drin? Und tatsächlich steht da drin, Emerald aus der Schweiz mit einem Special Oldschool Set spielen ausschliesslich Songs von den ersten 2 Alben. Good to know. Natürlich haben wir von diesen ersten 2 Alben genau einen einzigen Song im Set gehabt. Und das war schlussendlich auch der einzige, der beim Publikum so richtig gut angekommen ist. Aber hey, immerhin haben wir auf der Akropolis noch den Altbundesrat Guspert getroffen. Lustige Anekdoten hat es viel gegeben. Aber erst kürzlich hat mir der Speicher aufgeklärt, dass sein Vorname nicht Alphonse oder Alain ist. Genau. Auf unserer zweiten CD, Calling the Nights, haben wir zuerst mal eine Coverversion aufgenommen. Und dann zumal noch von einer sehr unbekannten US-Metal-Band namens Medieval Steel. Und das war ja noch vor der ganzen Social-Media-Zeit. Also man hat noch keine Internetverbindungen auf Amerika. Und die Band hat eigentlich fast niemand kennt, nur so Plattensammler, so Nerds wie ich. Und dann haben wir den Song aufgenommen von Medieval Steel. Und die Band hat das irgendwie mitbekommen nach der CD-Veröffentlichung. Und es war so begeistert, dass irgendwo in Europa jemand sie überhaupt kennt, dass sie mir angerufen haben. Aber weil die in Tennessee, in Amerika daheim sind, ist bei mir irgendwie am Morgen um 3 das Telefon gerufen. Und es waren irgendwelche ganz aufgeregte Amerikaner dran, die nicht glauben, dass in der Schweiz jemand ihre Band kennt. Stichwort Calling the Nights. Wir haben das Album rausgegeben und kurz darauf haben wir eine Plattenfirma gefunden, die das Album nochmal rausgeben wollte. Und zwar haben sie gesagt, durch ein Remix und Remastern. Also haben der JJ und ich die Aufnahmen genommen, die Bänder, und sind damit auf Deutschland gefahren, nach Bochum in das Studio. Und dort hat uns der Plattenfirmenboss erwartet und er war schon ein bisschen angezählt, weil
Sie hatten Probleme mit der Technik, für die alten Bänder abzuspielen. Sie mussten ein spezielles Gerät organisieren. Das Gerät war kaputt zuerst und dann mussten sie ein neues haben. Und ja, ganz einen halben Tag haben sie an dem rumgetöchtelt. Und als es dann endlich funktioniert hat, hat der Plattenfirma-Boss unser Tape digital und auf Play gedrückt. Und dann ist etwas anderes gekommen als Emerald, nämlich Time of my life. Dirty Dancing, Time of my life. Und dann haben wir einfach gesehen, wie die Kinnlade eingeht beim Plattenfirma-Boss, Gesicht hoch oder anläuft und irgendwie sieht, du Schweizer Deppen, was bringt ihr mir da hoch? Und wir sind natürlich im Boden versunken vor Scham. Und glücklicherweise waren aber die Emerald-Aufnahmen schon noch drauf gewesen, einfach hinter Dirty Dancing. Also eine grosse Stärke von mir ist, ich kann immer und überall powernappen. Helanius! Aber einmal ist mir das wirklich zum Verhängnis geworden. Da hat der Al die Bustür aufgemacht und dann bin ich rausgeplumpst. Eines der geilsten Konzerte war 2003. Headbangers Open Air. Übrigens das einzige Konzert, wo wir mit einem Car und einem Chauffeur angegangen sind. Da habe ich auch die Frau kennengelernt. Also Leute, wenn ihr eine Partnerin beeindrucken wollt, sorgt euch für eure Band einfach einen Car und einen Chauffeur und es funktioniert. Es hat sogar noch nach über 25 Jahren. Natürlich ist auch Emerald nicht von diversen Besetzungswechseln verschont geblieben. Wie bist du denn zumal zu Emerald gekommen? Ja gut, also da musst du erst den Videoclip sehen an der Last Legion, oder der weisst es. Dort bin ich ja von ein paar schönen Frauen gepackelt worden, entführt in einen Kastenwagen gesteckt und weggefahren worden. Und ja, darum bin ich überhaupt mitgegangen. Ich bin auch gleich 2 Jahre geblieben, weil ja, sie haben mich eingesperrt und im Keller sollte ich wollen. First met Michael Voucher in 2009, I believe it was, when I was in Germany to perform with Omen. I was the new singer of Omen at the time, and Michael came to the meet and greet table. He had Aska CDs for me to sign. Ja, der George in Deutschland am Kippentrau Festival bei meinen Aska-CDs auftaucht am Merchstand von der Omen Autogrammstunde in der Welt zu gegeben. Immediately met the guy, liked him. You know, as they say, flattery will get you everywhere. Then I believe I encountered Michael again when Omen went back to do a tour that included a Switzerland date, in which Emerald was the main support at the Swiss gig. They were so good, they kicked ass, they were incredible. We had a great time together with them. Ja, es ist recht amüsant in Zürich im Backstage vor unserem Gig von Omen. Wir waren dort Backstage am Warten und plötzlich geht die Tür auf und es kommt so ein Typ aus wie ein Hollywood-Star mit mega nieten Lederjacke und Hut und Sonnenbrille. Das war der George. We hung out before the show, after the show, during the show. You know, it was a great time. And we, after that point, the guys and Emerald and I decided to collaborate on a song. Ja, Eye of the Serpent, den ich dann geschrieben habe, weiss ich noch, ist unser Sänger gekommen, der Tomba, und gesagt, kann man nicht gut singen, ist nicht warm geworden damit, weil er irgendwie nichts gefunden hat, was passt. Und dann habe ich den George Cole gefragt, als Gastsänger, ob er das könnte singen. Und er so, ja klar, schick das Zeug, mache ich. Und dann haben wir ewig gewartet, und wir waren im Studio auf dem allerletzten Drücker, und es ist einfach nicht gekommen. Und wir haben schon gedacht, wir müssen den Song etwa noch kicken oder ohne Gesang machen. Und im allerletzten Moment vor dem Mix ist dann der Gesang gekommen und hat das mega umgehauen. I recorded it here in America, and Keith Knight, my bass player in Aska, engineered me, and we liked the track so much. We said, yeah, why don't we do a full-on collaboration? Ja, schlussendlich hat es sogar 2 Versionen gegeben von Eye of the Serpent. Eine auf unserer Unleashed-Platte und später auf der Aska-Platte Fire Eater, was mir natürlich wirklich eine mega Ehre war.
Tom, der bei uns ausgestiegen ist, und wir einen Sänger gesucht haben wir noch gewitzelt. Ja, so einer wie der George. Das wäre natürlich zu geil, dass der bei uns singen passt. Das ist stimmlich super. Aber wir hätten nie gedacht, dass der wirklich Interesse hat. They asked me to be their singer. Yes, they lost their singer. He went to another band, and they asked me to join. Now, we knew it was going to be a heavy proposition, or difficulties were going to be present because I'm United States based and they are Europe based. But we figured it's a small hurdle. We're a heavy metal band. We're heavy metal guys. We can overcome anything. Ja, 2014 sind wir dann zum VO ins Studio. Wir haben die ganzen Songs für die neue Platte instrumental aufgenommen und haben das alles geschickt auf Amerika. Und dann ist das lange Warten losgegangen. I started working on tracks that were to go on the Reckoning Day album, and almost immediately at the same time I got hit up by Cloven Hoof, new wave of British heavy metal legends that I'd been listening to since I was a boy in high school. I started doing my album with them, which was Who Morts and Morning Star, and was working on Reckoning Day with Emerald, and I knew at that point, one European band was going to be difficult for me. Two was going to be almost an impossible hurdle. Und während George mit Cloven Hoof beschäftigt war, hat der Mais hier in der Schweiz auch schon mit den Hufen geschafft. Ich habe mich fast aufgedrängt. Ich habe mit Mail geschrieben und habe mal gefragt, ob das Album, das sie vorhaben, ob das bald noch fertig ist. Und dann hat er gesagt, ja. Sie sagen, sie kommen nicht weiter mit dem Sänger. Und dann habe ich gesagt, los, wenn es bis dann und dann nicht fertig ist, dann mache ich's. They had Marcel in the band before you could say Jiminy Cricket. I mean, he was in there, and what a great guy. They couldn't have found a better singer. They certainly went from strength to strength. So I was very happy to see the band move on and kick ass. Also es war für uns selbstverständlich, dass wir die Songs, die George wirklich super eingesungen hat, dann auch auf das Album genommen haben, obwohl der Meister für uns als Sänger war. I was very thankful that the band went ahead and released the 3 songs that I'd completed. Und so haben wir dann eigentlich die Kollaboration mit dem George können festhalten und zu einer schönen würdigen Ende bringen. Our brotherhood remains. It continues to this day. I love Michael, Thomas, Al, Vanya, the whole band. They just all kick ass. Mais, ist es für dich eine grosse Herausforderung gewesen, die Songs von 3 völlig verschiedenen Leadsingers zu lernen? Ja, das ist es tatsächlich. Wenn es noch einer gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, das zu adaptieren. Du kannst es nicht immer ganz adaptieren, aber die 3 sind alle mega gut. Und ja, dann war es schon recht eine Challenge gewesen. Hat Emerald bis jetzt veröffentlicht und als 9. ist in der Mache. Micho, was für eine Entwicklung hat die Band in all diesen Jahren durchgemacht und inwiefern hat sich der Sound deiner Meinung nach verändert? Wir sind schlechter geworden, auch schlimmer, aber wir bleiben dran. Ich habe gerade kürzlich einen Kollegen gesehen, der gesagt hat, er habe unsere Alben alle am Stück durchgelassen. Und zwar habe ich bei den neuen angefangen und bei den alten aufgehört. Dann musste ich lachen und gesagt, ja, dann hast am Schluss nicht mehr so viel Gutes gegeben. Oder wie hat er gefunden, die Songs waren eben gleich sehr cool gewesen. Und dann musste ich sagen, ja, das ist eigentlich ein schönes Kompliment. Ich glaube, wir haben uns sehr stark entwickelt. Das wäre nicht gut, wenn nicht. Auch wenn am Anfang vielleicht die Songs schon gut waren oder auch die Songs gut waren, haben wir uns aber sicher vor allem an den Instrumenten sehr weiterentwickelt. Es ist alles professioneller geworden, der Sound ist besser geworden. Wenn man heute die alten Alben anhört, eben rein vom Sound her, das ist schon sehr dünn, das wissen wir. Und heute ist einfach alles druckvoller, Produktionen sind besser. Ja, der Sound, denke ich, ist noch vielfältiger geworden als am Anfang, als ich eingestiegen bin. Das liegt natürlich auch daran, dass wir 6 komplett eigentlich verschiedene Typen sind und Typen auch Arten von Musik hören. Spezielles Markenzeichen vom Emerald Sound ist, dass man von Anfang an Keyboards integriert hat, was für eine traditionelle Metalband doch eher ungewöhnlich ist. Demo,
Wie bist du als Keyboarder zu Emerald gekommen und was bedeutet für dich Keyboards im Metal? Ich bin durch meinen Bruder zu Emerald gekommen, der Michael, der Gitarre spielt. Er hat mir dazu mal plötzlich gefragt, ob ich zu Emerald kommen will, weil sie suchen noch Keyboarder. Er hat gewusst, dass ich Klavier spiele, dann vom Lehrerseminar aus musste ich Klavier spielen. Und dann bin ich quasi an ein Casting gegangen, habe vorgespielt und mit meinen rudimentären Pianokenntnissen habe ich auch nichts Besseres gehabt, wie sie mir eingenommen. Ja, mir sind Keyboards einfach wichtig, weil es halt meistens durch das sehr melodiös wird und ich habe sehr gerne melodiösen Metal, epischen, bombastischen Metal auch, und darum spiele ich das Instrument auch. We had Thomas play keyboards on the new Aska released last year, Brave Words Records. It's called Night Strike, for those that don't know. And Thomas plays on tracks Janissary and Love Then Oblivion. And he did such an incredible job. I wouldn't have wanted anybody else playing those keyboards. Seit 12 Jahren dabei ist der Julien an der Leadgitarre. Julien, wie bist du seinerzeit zu Emerald gekommen? Der hat mich mit dem Mail geschrieben gehabt, mit dem Mail gefragt gehabt, und ich habe nicht gefragt. Das ist geil. Im 1995 ist Emerald von einer Gruppe Gleichaltriger gegründet worden. Heute sind zwischen dem ältesten und dem jüngsten Mitglied 20 Jahre Unterschied. Vanja, wie war das für dich, als du im 2014 mit knapp 19 in die Band eingestiegen bist? Ich war klein, hatte keinen Plan und jetzt bin ich nur noch klein. Als die Band gegründet wurde, bin auch ich gegründet worden. Ich hätte nie gedacht, dass ich in einer Band landen werde, die gleich alt ist wie ich. Im 2007 ist der Al News Drummer zu Emerald gestoßen. Al, was hast du Neues in die Band gebracht? Ein ordentlicher, schwettiger Rumpel. Und was würdest du als besonderes Merkmal von deinem Drumming bezeichnen? Ja, wahrscheinlich meine Hepperensack-Breaks. Was für Breaks? Hepperensack-Breaks. Du, wieso sind wir da eigentlich so in einem Splitscreen? Ja, stimmt, hey! Anywho. Also erzähl mir die Breaks. Hepperensack-Breaks, weisst, jeder hat so seine Markenzeichen. Eben der Neuhaus-Steffo, der Urdrummer, der hat sehr Hi-Hat-orientiert gespielt, hat dafür Double Bass gehasst. Der Becherland war mehr progressiv, bekannt für seine schnellen, abstrakten Fills. Und ich habe dann etwas Eigenes gesucht. Und da ich halt nicht so viel kann, habe ich gedacht, ja, Hepperensack-Breaks, weil schon im Studio bei der Aufnahme hat aber der Fall auch gesehen, dort wie ein Sack Herdöpfel. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn schon, dann schon. Emeralds Repertoire umfasst mittlerweile um die 100 Songs. Dabei haben alle Bandmitglieder ihren eigenen Favoriten. Hure sicher ist der schon wieder gegangen. Der ist auch schon länger her. Der Song, den ich am liebsten performt habe, ist, glaube ich, von mir nach wie vor Tears of a Warrior. Tears of a Warrior? Ging hure geil gsi. Ist ein Fanfavorit, habe ich das Gefühl. Und eben habe ich auch sehr gerne gespielt. Ist auch abgegangen wie ein Zäpfchen und konnte plätschen wie blöd. Mutiny und Where's You God.
Song. Auch Run to the Hills, habt ihr jetzt gehört? Also, haben wir performt. Das war ein Coversong. Hallo, der hat das nicht. Stahl. Da habe ich das unsägliche Einschallreis drauf. Es gibt Leute, die finden das absoluter Hammer und andere finden es absolut scheiße, also haben etwas richtig gemacht. Live habe ich nicht gerne Emerald Knights gespielt und gesungen. Emerald Knights hat immer zu den Favoriten gehört. Der ist live einfach abgegangen, hat Spass gemacht zu spielen und hey, was soll ich sagen? Das war einfach Emerald. Im Moment von diesen Songs, die wir jetzt live spielen, ist es «Where's Your God?», «Son of Sam» und ein ganz neuer Song namens «One Moment of Freedom». «Freak Show», «Digital Slavery». «Freak Show», «Where's Your God?» und ganz ein neuer «Greed». Der Rest ist scheiße. Ja, etwa die, wo ich etwas zu tun habe. Nein, der Rest ist auch super. Aber fängt ein bisschen weniger. Mal fängt eigentlich eben auch Huren, aber die anderen fängt eigentlich noch ein bisschen mehr. Das ist das also. Die normalen fängt so viel und die zwei fängt so viel. Wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich sagen, sicher Reaper. Das ist sicher einer von denen, die ich am liebsten mache. Songs wie Harlequin, Coming Home, Signum Dei, Cut Godei. Signum Dei, den man schon ewig lange nicht mehr gemacht hat, den habe ich auch immer sehr cool gefunden. Ja, aber eigentlich habe ich nicht eine Aversion gegen einen einzelnen Song. Ich finde ihn eigentlich auch echt cool zum Singen. Ausser Wasted Years. Aber ich glaube, das ist bekannt. Was gerade Spass gemacht hat, ist ein Song wie Revenge. Revenge natürlich All-Time-Klassiker, den ich heute noch spiele, den ich heute noch spiele. Revenge. Am liebsten spiele ich daheim noch Songs, die wir nicht im Set haben, wie «Eye of the Serpent». Das ist so mein absoluter Lieblingssong von Emerald. Ridden by Fear. Also eigentlich gefallen mir ja nur Balladen. Alles andere ist elend, das so lang. Auch wenn es um die persönlichen Einflüsse geht, hat jedes Bandmitglied unterschiedliche Favoriten. Das sind sicher Bands, die ich schon als Kind gehört habe. Sabotage, Running Wild, Halloween. Ja, das geht von zuckrig, klebrig wie alte Europe und Bon Jovi, There und Scorpions. Judas Priest, Halloween, KIZ und Gotthard. Über Punkigs wie Bad Religion, Pennywise. Priest, sicher Foreigner, Deep Purple. Und auch Sachen wie Slayer oder Metallica aus dem Trash-Bereich. Zeug wie Body Count. Queensryche kann man noch dazu nehmen. Avantasia, Manowar, Blind Guardian, Nightwish. Bis zu Zeugs wie Testament, Amorphis. Und Sachen wie Cinderella oder White Lion aus so Hair-Metal-Zeiten. Slayer, Cannibal Corpse, solche Sachen halt noch von einer ganz, ganz üblen, wilden Härtezeit. Alles ein bisschen. Und ganz viel Metalcore. Bei ihrer Band sind sie sich aber alle einig. Maiden. Maiden! 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 Maiden. Aber nur mit dem Blaze.
Emerald? Nein, wer ist das? Hä? Emerald? Ah. Die alten Knachen da? Ja, sag mir nicht. Michael und Raul, das sind geile Sachen. Nein, aber hey, wir haben mit Herrn Schwarz zusammen gespielt, ich glaube es. Das ist schon lange her. Warte jetzt mal, vor 30, ja, 20, 30 Jahren. Wow. Aber, 30 Jahre? Ja, kann sein. Aber nein, ich finde es verdammt geil. Ja, liebe Emerald, Hure, sieh ich noch einmal. 30 Jahre. 30 Jahre werden die. Das ist der. Und weißt du, das Verreckteste ist, eigentlich haben wir seit 100 Jahren zusammenspielen. Ja. Aber wir haben es eigentlich nie geschafft. Erst auf die letzten paar Jahre, knapp vor der Pension. Ja. Und jetzt sind wir hier, legen Tüchli zusammen. Ja, wir müssen die Tüchli zusammenlegen, auch die Schweisstüchli, Emerald, die haben keinen Weg geschwitzt. Aber gut, ich habe mir auch alles auf der Bühne. Ja, für die wie Seichen. Weißt du, noch ein bisschen nach... schon noch ein bisschen L und noch ein bisschen nach... Ja. Und die sind noch jung, die mögen noch. Ja, noch für gute viele Jahre. Der schafft das. Ja. Emerald, eine verdammt geile Band. Wir sind miteinander unterwegs seit ungefähr 20 Jahren, 30 Jahren vielleicht sogar. Und Hammer. Hey, weiter so, ihr macht es geil. Merci vielmals. Macht weiter so. Hey, liebe Emerald, wir wünschen euch alles Gute zum 30-jährigen Jubiläum. Ja. Und weiter so. Merci, dass Sie sich spielen können. Merci, dass Sie kommen. Unsere 30-jährigen. Danke für den Amp, den ich kann. Alles geile Sachen. Ja, das ist schön. Ja. Liebe Grüße aus Süchtland, wo der Excel schissen. Yeah. Genau. Yeah. 30 Jahre Emerald, super Leistung. Und die Zeit geht extrem schnell vorbei. Und ich wünsche natürlich allen den aktiven Mitgliedern und denen von früher noch alles Gute. Rock on! Wir haben eine gute, geile Zeit erlebt. Und vor allem bin ich allen dankbar, die Emerald gross gemacht haben. In meiner Zeit, das hat Spass gemacht. Das macht auch jetzt Spass, die auf der Bühne zu sehen. Schön sind wir gegen noch da. Ich glaube, wir sind ein bisschen alte Säcke, oder? 30 Jahre! Fucking alt, aber ist geil. Wow, also ich glaube, es gibt wenig Bands, die es schon so lange gibt. Die werden auch immer nur noch älter. The love continues. The band kicks ass. 30 years. I'm here for another 30. Ich bin sehr froh, dass ich da Teil dabei sein. Merci an die aktuelle Band, an alle Ex-Mitglieder, an alle, die irgendwie etwas geholfen haben. Wir sind einfach nur geile Sachen. Ich hoffe, es gibt 50 Jahre Emerald, 60 Jahre Emerald, und dann sind wir langsam zu alt. Ich wünsche alles Gute zu diesem Jubiläum. Es kann nicht jede Band von sich behaupten, 30 Jahre schon da zu sein und immer noch aktiv. Hey, ich wünsche euch Emerald wirklich alles Gute für euren Geburtstag. Genießt es, ihr habt eine super Geschichte hinter euch und ich wünsche euch für die nächsten 30 Jahre noch gerade so viel Erfolg. Ich bin jetzt auch schon 10 Jahre dabei und wir sind immer noch die gleichen Leute wie vor 10 Jahren. Also ja, Kontinuität ist fantastisch da. Zumindest in den letzten 10 Jahren. Das ist geil. Und ja, macht weiter so. Ja, merci vielmals für die Unterstützung. Ohne euch hätte ich einen Lebkuchen schon gar nicht kaufen können. Danke Jungs für die geile Zeit. Also ungefähr mal holen sie mich auf die Bühne. Ich hoffe, ich will dafür mit. Tears are my body use. Life is not my affair. Nein, sage ich, fängt ging um mich. Ich glaube, es ist wie ein Whisky, der mit den Jahren besser kommt. Da muss Geld das mitverfolgen. Ganz cool. Es sind geile Sachen, manchmal sind es Arschlöcher. I'm going to vote for another 30 years for Emerald on this planet. And I hope they don't go anywhere, and I hope they continue to rock and bring the heavy metal like only they do and only they know how. Ja, einfach durchwegs geile Sachen. So schwer nicht schon 10 Jahre da. Bleiben die Spinner und Spinnerinnen wieder, wie sie jetzt waren. Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch allen ehemaligen Bandmembers und jetzigen Bandmembers, und allen Fans und alle, die uns unterstützt haben, die Konzerte gebucht haben, uns gelobt haben, wirklich von Herzen danken, dass wir Emerald daher gebracht haben, wo wir jetzt sind. Ja, zuerst mal merci euch, den Fans, die das komische Video gucken, die unsere Musik verfolgen seit 30 Jahren oder vielleicht seit weniger, das spielt auch keine Rolle. I love Emerald. Thank you for watching. It was such a pleasure to be in that band. 30 Jahre Emerald.
Das muss man gebührend feiern. Darum verpasst nicht das grosse Jubiläumskonzert im Nouveau Monde zu Freiburg am 6. Dezember. Hey, am 6. Dezember. Ich finde es einfach geil. Oh, darum kommen wir die zum Nummer, das wird einfach. Ja. So. Hey, einfach geil. Mit dabei sind mehrere Gäste aus vergangenen Zeiten, sowie die guten Kumpels von Gomorra aus Special Support Act. 30 Jahre Emerald. Alles geile Sachen, alte Freunde, grosse Freundschaft. Wir sehen uns am 6. Dezember. Yeah! Tomba zu der Zeit, am 6. Dezember, 1 bis 2 Songs mit uns zu performen. Und er hat gesagt, ja, muss man gucken, da, Kalender, 6. Dezember, ja, du. Das ist Sammy Klauser-Tag, schnell weg, weil dann muss ich kein Versli auswendig lernen. Und stattdessen musste ich aber Liedertext auswendig lernen wieder. Ja, okay, halt. Schön, dass ich da am 6. Dezember auf irgendeine Weise dabei sein. Ich weiß auch nicht, was ich machen muss, mache ich Gassler. Jedenfalls könnt ihr euch überraschen. Ich freue mich, euch zu sehen an diesem 30-jährigen Jubiläum. Mit einer Handvoll voll alter Männer und mir kommen vorbei. Hey! Kommt auf Freiburg, es gibt eine coole Show, versprochen. Cheers! Und ab der Futzkachel. Das wird Kröschlied aus Soulmorgen geil. Das ist endlich ab.